Hallöchen ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Habt ihr altes Brot zu Hause und Eier? Also das Brot nicht wegwerfen, weil ich nämlich hier die perfekte Option habe, um das zu verwerten. Das hier ist Brot im Ei, die salzige Variante, meine salzige Variante von Amarita. Und wenn ihr sehen möchtet, wie ich es zubereitet habe, dann bleibt dabei. Es geht los. Für meine Version von Amarita French Toast brauchen wir folgende Zutaten. Ich habe hier 4 Scheiben Brot, Salz und Pfeffer, Eier, eine Knoblauchzehe und noch Öl zum Anbraten. Das war's eigentlich schon. Also die Mengenangaben findet ihr unter dem Video wie immer. Und ja, es geht sofort los mit Eierschlagen. Ich gebe die Eier in eine Schüssel rein. Als nächstes presse ich die Knoblauchzehe rein. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Ihr habt gemerkt, ich gebe so bei Pfeffer und Salz keine Angabe, weil manche mögen ein bisschen salziger, mehr Pfeffer und deswegen sage ich immer nach Geschmack. Und hier habe ich Pfeffer aus der Mühle. Schmeckt viel besser und intensiver. Ja, und mein Trick dabei ist, zu der Eiermischung gebe ich auch immer ein bisschen Sprudel rein. Man sieht schon, wie das so schäumt. So. Und jetzt wird geschlagen. Ich weiß, viele werden wahrscheinlich sagen, warum Salz? So, die meisten Leute essen das süß. Ich bevorzuge die salzige Variante. So, das war's. Und nun geht es am Herd weiter. In eine Pfanne gebe ich Öl rein. Ich habe mich für Sonnenblumenöl entschieden und lasse es warm werden. Übrigens, das ist eine optimale Brotresteverwertung hier. Wenn das Brot nicht mehr so richtig frisch ist und man nicht mehr essen kann oder möchte, dann in Ei einfach braten und dann ist wieder richtig lecker und weich. Schmeckt wunderbar. Ja, jetzt ist mein Öl warm und das wird das Brot in Ei gewälzt und dann ab in die Pfanne. Das mache ich mit der Hand natürlich. Habe ich besser unter Kontrolle, wie viel Ei da reinpasst. So, und rein mit dem Brot. Jetzt wird gedreht. Wow, perfekt. Muss ich vorsichtig, dass es nicht kaputt geht. Wunderschön, guckt euch das an. Ne? Knusprig, aromatisch, wunderbar lecker. Die ersten 2 Scheiben sind jetzt fertig und die nehme ich raus. Guckt euch das an, so schön. Ich freue mich schon sehr. Ja, dann mache ich noch die anderen 2 Stücke. Et voilà! Die Leckerei ist jetzt fertig zum Servieren. Ich freue mich schon. Ich werde gleich meinen Teller einrichten und ich werde mit Rucola und Tomaten servieren. Das schmeckt auch wunderbar. Ihr Lieben, schnell gemacht,
lecker, empfehlenswert. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte liked, kommentiert, abonniert diejenigen, die noch nicht gemacht haben. Und ich würde mich sehr freuen, euch hier bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi!